Hi ihr Lieben, es kommt mal wieder eine lustige Folge, weil heute geht es mal wieder um Gear und Sound. Anlass zu der heutigen Folge war eigentlich, dass ich mal wieder so einen klassischen Cover-Gig anstehen habe, beziehungsweise wahrscheinlich, wenn das Video rauskommt, wird er schon gewesen sein. Und das hatte ich halt noch nicht mit dem FM3. Also ich habe mit meinem eigenen Projekt schon Gigs gespielt, da habe ich ein eigenes Preset und für die Aero Chicks habe ich ein eigenes Preset und für Live-Sessions und so weiter habe ich mir eigene Presets gebastelt. Aber ich wollte mal wieder so ein Preset machen, so ein One for All für ein Cover-Gig. Was braucht man für Sounds? Ich bin da mehr in die Tiefe gegangen, als ich hätte machen müssen. Aber es macht halt auch einfach, ich habe einfach Spaß an diesem noch optimieren und perfektionieren. Das ist nicht unbedingt nötig, aber wie gesagt, macht Spaß. Übrigens, Gear schön und gut, aber wenn ihr wissen wollt, wie ich mich sonst auf Gigs vorbereite, also nicht equipmenttechnisch, sondern auf verschiedene Gig-Situationen, entweder mit den Stammbands oder mit so Last Call, morgen kannst du mal wieder einspringen, 40 Songs für die Top 40 Coverband, wie ich mit so Situationen umgehe, wie ich dann die Songs lerne und so weiter, all das erzähle ich im neuen Seitengeflüster-Podcast, den ich mit Tonio gestartet habe, von Tonis Guitar Hangout und Gitarren-Toni. Ich packe euch den Link rein und jetzt geht's direkt weiter. So, erstmal die Frage, warum spiele ich denn keinen Amp? Ja, ich wohne im 3. Stock und ohne Aufzug und so weiter und ich habe einfach ein Pedalboard, das ist aber riesig und das wiegt irgendwie, keine Ahnung, ich bin schlecht im Schätzen, 10 bis 15 Kilo oder so und ich bin halt Gitarristin, keine Gewichtheberin oder Möbelpackerin. Und dann hast du ja noch keine Box dabei, die das Erlebnis ja dann erst bringt. Also ein Pedalboard-Amp, Amp One habe ich, kein Problem. Der macht das Board noch wieder ein bisschen schwerer natürlich. Aber vor allem, wenn ich im Zug fahre und dann habe ich noch meinen Double-Gig-Bag mit 2 Gitarren und am besten noch einer dabei. Ich spiele an dem Tag tatsächlich mit meinem Projekt und abends dann noch mit dieser, irgendwie 3 Stunden mit dieser Coverband. Das ist so ein Projekt aus Freunden, aus alten, guten Freunden aus Wiesbaden. So ein Spaßding vor allem halt. Keine feste Band erstmal. Aber ja, soll so in die rockige Richtung gehen. Wir spielen viele Rock-Pop-Klassiker, 70er bis heute. Also irgendwie von Fleetwood Mac über Maniac, über alles Mögliche irgendwie. Måneskin und Rage Against the Machine haben wir dabei. Es ist eher ein bisschen rockig. Vielleicht nicht der Top 40 Gig, der klassische, aber eben das Ganze in einer bisschen rockigeren Version mit Songs, auf die wir einfach Bock haben. Nochmal dazu, wieso ich kein Pedalboard mit mir rumschleppe. Das ist eben vor allem der Grund. Zu groß, zu schwer. Und außerdem ging es mir immer ultra auf den Keks, dass ich diese Umschalterei habe. Also natürlich kommen dann irgendwie die Leute, ja, du brauchst doch nur 2 Sounds. Nee, ist halt leider nicht so. Bei einem Cover-Gig muss man irgendwie sich durch 5 Jahrzehnte bewegen. Da gibt es dann 80s mit irgendwelchen Chorus-Flächen und so weiter. Ich zeige euch das nachher. Wir gehen einfach mal das komplette, also auch so, wie ich mir das gedacht habe, weil ich habe ja eigentlich nur 3 Schalter. Ich spiele übrigens mit dem FM3, Fractal Audio FM3, Mark II Turbo. Aber was ich euch erkläre, ist im Prinzip, sollte auch ungefähr so anwendbar sein auf jeden anderen Modeler und von der Denkweise her auch eigentlich auf eure, wenn ihr mit einem normalen Pedalboard spielt. Habe ich auch oft genug gemacht. Ist auch cool. Ja, das Schöne ist, ich muss halt keinen Stepptanz mehr machen. Ich habe teilweise früher, als ich noch mein Pedalboard hatte, habe ich mehr teilweise geübt, wie diese Schrittfolgen, also die Choreografie wie trete ich meine Pedale in welcher Reihenfolge, damit ein Sound von einem Part zum anderen sich umstellt und alles richtig ist. Teilweise das mehr üben müssen als die eigentlichen Songs. Und das dachte ich mir irgendwann, nee, also sorry. Ja klar, es gibt auch so Loop-Switcher. Ich habe auch einen. Auch die machen das Pedalboard wieder schwerer. Andere Seite. Vielleicht mache ich das irgendwann mal wieder anders, auch wenn ich irgendwie eher mit dem Auto unterwegs bin und so. Im Moment ist das für mich die perfekte Lösung mit Modeler und vielleicht mal zu Hause zum Spaß und so weiter und im Studio mit Pedals und analog. Alles geil und wunderbar. Aber live halt, ich liebe es einfach, dass ich einfach nur mit
einem Double-Gitarre-Gig-Bag auf dem Rücken und so einem roten Rollkoffer. Da passen auch noch Klamotten rein und so weiter und fertig bin ich. Und da kann ich in den Zug steigen und irgendwo hinfahren zum Gig. Mega. Kein Amp dabei, ein Traum. Was will man eigentlich, wenn man einen Cover-Gig spielt? Wie gesagt, wir haben viele Jahrzehnte, wir haben ganz viele verschiedene Bands und Sounds. Was jetzt beim Modeler immer ein bisschen verlockend gefährlich ist, dass man alles machen kann. Also man könnte, wenn man 40 Songs hat, könnte man sich 40 Presets basteln. Zu jedem Song den perfekten Studio-Sound, wie er damals 1983 eingespielt wurde. Genau den Flanger, genau den Amp. Und es würde wahrscheinlich ein kompletter Albtraum werden. Also vor allem für den FOH am Ende, weil jedes Preset komplett verschieden klingt. Will man nicht, das kann man nicht. Also man wird am Ende auch nicht klingen wie der Sound der Platte. Und das passt alles nicht zusammen, weil dann kommt ein Rage Against the Machine Song und da habt ihr den brüllenden Marshall und dann kommt irgend so eine 80s Pop-Nummer und die basiert auf einem ganz anderen Amp. Dann habt ihr verschiedene Abstufungen von Gain. Also, keine Ahnung, ihr spielt vielleicht einen Metallica-Song und also ganz wenig Mitten und so weiter. Und dann habt ihr Fleetwood Mac oder was weiß ich was. Und dann kommt ihr mit den Lautstärken und so weiter unter Umständen in Teufels Küche. Es gibt tatsächlich Leute, ich dachte am Anfang auch so, ich habe auch oft schon keine Cover-Gigs, aber Gigs mit Bands, mit eigenen Songs so gemacht, dass ich wirklich für jeden Song ein eigenes Preset hatte und dachte, oh, cool. Habe aber auch da schon drauf geachtet, dass möglichst nicht 10 verschiedene Amps und 7 Boxen im Spiel sind, sondern dass ich es ungefähr so halte, wie ich es auch mit einem analogen Amp und einem Pedalboard machen würde. Also keiner schleppt irgendwie 3 Boxen und 7 Amps mit, weil er es kann, sondern der Sound basiert in der Regel auf einem Amp und wenn es ein Combo ist, daran angeschlossener Box oder halt externer Box. Und darauf bastelt man sich dann ein paar Pedals, also sozusagen ein Pedalboard. Und da muss man sich halt fragen, okay, bin ich jetzt eher so Marshall-Typ oder Fender, beziehungsweise auch ein bisschen drauf achten, was man denn da für ein Projekt bespielt. Also ist es jetzt wie in unserem Fall eher alles so ein bisschen, wir spielen die Songs, aber es ist schon eher so ein bisschen, wir sind ein bisschen rockiger unterwegs. Dann bin ich vielleicht eher bei einem Marshall als Grundsound und halt der Marshall-Box, die vielleicht dazugehört. Oder spiele ich so einen Soul-Funk-Gig. Dann würde ich jetzt nicht unbedingt da mir einen Marshall reinladen, sondern einen Fender oder irgendwie einen Vox oder keine Ahnung was. So, jetzt zeige ich euch mal, wie ich das mir so gedacht habe. Und zwar ist es meistens so, dass man, wenn man jetzt 3 Schalter hat, egal ob jetzt beim FM3 oder auch zum Beispiel, viele Leute haben ja auch das Helix Stomp zum Beispiel, das sind auch nochmal 3 Schalter, dass man so 3 Grundsounds hat und von denen weicht dann ein bisschen was ab. Das heißt, klassischerweise wäre links der Rhythm Channel im Prinzip oder alles, was mit Rhythm Sound verzerrt zu tun hat. Und so der Grundsound, das ist bei mir der hier. Das ist gut für alles Mögliche, was ich jetzt so Powerchord, Geschrabbel mache. So. Und so weiter. Und jetzt habe ich mir erst überlegt, dass ich ja noch deswegen heißt das Ding auch Low Gain, Abrocken Low Gain, dass ich mir ja noch ein Preset machen könnte, extra für die etwas moderneren Sounds, sage ich mal, und eins für eher die klassischeren Sachen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, also das hier ist so für, keine Ahnung, Fleetwood Mac 70s Kram irgendwie ein bisschen heftig. Das will ich da nicht haben. Aber ich habe mir dann überlegt, ich brauche da echt kein eigenes Setup. Eigentlich kann man das alles auch regeln mit dem Volume Potty von der Gitarre. Das heißt, wenn man jetzt beim 70s-Song ist, der weniger braucht, macht man einfach so. Dann gibt es in der Mitte also im Prinzip die Lead-Position.
Das wäre dann einmal Szene 2. Da habt ihr gesehen, jetzt kommt ein bisschen Drive dazu, also dieser OCD und Delay. Delay ist, glaube ich, was ist denn das? Ja, so ein Analog-Mono. Genau, so ein Dotted Delay. Könnte ich jetzt natürlich auch machen. Das ist alles cooler am FM3. Ich könnte jetzt sagen, okay, ich will für meinen Lead-Sound will ich lieber ein Dotted Delay haben. Und für den Clean Sound will ich dann lieber irgendwie hier auf Channel B oder so, will ich dann ein Tape-Echo haben. Da muss man sich natürlich überlegen, okay, könnte ich das auf der Bühne so machen? Oder vor allem würde ich das auf der Bühne so machen? Aber ich würde jetzt nicht hingehen und sagen, ich habe so ein TC Electronic Flashback, vom einen zum anderen Sound, mich runterbeugen und dann von Tape-Delay auf Analog-Delay schalten. Das würde ich nicht machen. Und deswegen suche ich mir vorher einen Sound, der irgendwie so alles abdeckt. Ist genauso beim Reverb. Ich glaube, beim Reverb könnte es sowieso ein bisschen komisch sein. Reverb ist nochmal eine ganz andere Geschichte, weil nicht zu viel drauf. Weil im Raum ist ja schon, oder je nachdem, was es ist, wenn es ein Raum ist, wenn es ein Hof ist, jetzt in dem Fall wird es ein Hof sein, die haben ja auch ihr eigenes Reverb, ne? Also ihren eigenen Hall. Und was zu Hause cool klingt, kann dort total die Katastrophe sein, weil man dann, keine Ahnung, zu Hause hat man sich irgendwie so ein Ice Cave oder sowas gebaut und dann steht man da in diesem trockenen Hof und wo kommt denn bitte jetzt von dem einen Preset zum anderen diese Ice Cave her? Das klingt da wahrscheinlich total unnatürlich. Deswegen, wie gesagt, auch hier keep it simple und lieber eine Einstellung suchen, die irgendwie für alles passt. Genauso beim Amp. Ne, ist schön, dass ich hier natürlich die Scenes und so weiter habe und das nutze ich auch, dass ich bei der einen Scene sagen kann, okay, ich habe hier mehr Amp Gain und ein bisschen weniger Amp Gain, aber ich muss mir vorstellen, auf der Bühne würde ich hingehen, mich umdrehen zum Amp, da rumschrauben und das würde ich auf der Bühne nicht machen. Deswegen, ja, an der Gitarre rumdrehen, das schon. Deswegen mache ich das lieber so rum. So, wo sind wir denn? Wir hatten hier einen Lead-Kanal. Jetzt habe ich falls mir irgendeiner zuruft, ist zu leise, habe ich hier noch den sogenannten Solo-Kanal. Der Lead-Kanal ist eigentlich schon der Solo-Kanal. Weil auch da kann ich wieder irgendwie, wenn es zu laut ist, schraube ich halt ein bisschen runter, die Gitarre. Da geht natürlich auch mal ein bisschen Gain flöten, ne? Das muss man wissen. Das ist natürlich bei dem Rhythm Sound, der von Heavy zu 70s Rock geht, ist es natürlich genau gewollt. Bei einem Lead Sound, ja, will ich mir eigentlich nur, weil ich ein bisschen mehr Lautstärke haben will ich nicht unbedingt mehr Gain haben. Das ist also eine gefährliche Geschichte. So, aber es gäbe den theoretisch. Ich demonstriere das gerade nochmal. Also von Lead wäre so. Ich hoffe mal, der Kompressor auf dem Videoton macht das jetzt nicht, den Effekt jetzt nicht zunichte, aber es ist jetzt ein bisschen lauter geworden. So, dann haben wir die rechte Spalte. Das sind also Clean Sounds. Und das geht im Prinzip so los. Es ist ein furztrockener Clean Sound. So. Dann gibt es noch das ist mein Lieblingssound, weil der ist so geil. So ein 80s Heavenly Sound mit Chorus und so weiter. Moment. Ich habe jetzt mein Whammy Bar hier nicht dabei, aber ist egal. Finde ich einfach wunderschön. Ich nehme hier immer den Chorus. Und zwar ist natürlich übrigens auch hier Kompression drauf. Auf beiden Clean Sounds.
weil ich die einfach ein bisschen so tight haben will. Dieser 80s-Style-Chorus, den feiere ich total, den mag ich. Und auch hier ist, glaube ich, das gleiche, müsste das gleiche Delay sein, genau das Analog-Mono in Kanal A. Was natürlich auch noch unheimlich den Sound beeinflusst, ist hier der Pickup-Wahlschalter, weil der gleiche Sound auf dem FM3 kann einmal so klingen. Ne, das ist ja der Humbucker, der ist so ein bisschen zackiger irgendwie. Und ich mache, also das hier wäre der Hals-Pickup. Ein bisschen dumpfer, so die ganz Höhen sind dann raus. Und ich mache es gerne entweder sogar in der Mittelposition, das ist eher eine untypische, die man so benutzt. Ich finde, da hat er nochmal so eine Klarheit irgendwie. Und, oder hier auch, das ist so normalerweise so meine Funk-Position. Zum Vergleich. Er ist nochmal ein bisschen höhenlastiger. Aber die Unterschiede sind, also gerade zwischen den beiden Pickups, ich weiß gerade gar nicht, wie das ehrlich gesagt verschaltet. Also es müsste so sein, wenn er in der Mitte ist bei dieser Strat, das ist eine HSS-Strat, Humbucker, Single Coil. Schießt mich jetzt nicht drauf fest, aber ich bin jetzt keine Elektrikerin. Aber es müsste so sein, jetzt bin ich nur auf dem Mittel-Pickup. Jetzt habe ich beide Pickups. Und jetzt bin ich halt nur auf dem Hals-Pickup. Die Unterschiede sind sehr groß und es ist letztlich Geschmackssache. Also es gibt sicherlich auch Leute, die mögen das so. Aber das ist eigentlich eher so mein Pickup für Heavy und wenn eben viel Dampf nötig ist, ne? Weil der Humbucker hat halt viel Energie. Was haben wir denn noch? Ich habe ja gesagt, das ist jetzt eigentlich das, womit ich den ganzen Gig bestreiten könnte. Alles andere ist Spielerei und Extra. Auf die Szene 7 habe ich mir jetzt noch so einen Rhythm Flanger gelegt. Das kann man zum Beispiel bei Killing in the Name halt machen. Ist jetzt nicht ganz originalgetreu, aber ist ja auch wurscht. Oder so. Das klingt fast so ein bisschen, Van Halen-mäßig, so. Und dann gibt es noch diesen Sound, da ist ein Flanger drauf. Und welche ist das? Electric Mystery. Ah, genau, ich glaube Electric Mistress oder so heißt das Ding. Von Electro Harmonics. Ich habe es in irgendeinem Video zum Sound angeguckt. Auch hier wieder wollte ich jetzt nicht genau den Sound treffen, sondern es ist ein bisschen mehr Crunch drin als im Original, würde ich sagen. Das Original hat noch ein bisschen weniger Crunch im Signal, aber das wurde dann halt so bearbeitet, dass es dann doch irgendwie im Studio fett klingt. Folgendermaßen. Ja, wie ihr seht, ich habe noch ein paar Luxus-Sounds dabei für einzelne Songs, die nicht unbedingt nötig wären. Also der Sound, den würde ich auch schon so hinkriegen, einfach mit ich könnte zum Beispiel diesen clean Sound fahren einfach. Das würde, glaube ich, auch niemanden stören. Nicht mal, wenn ich halt einen normalen Rhythm-Sound mache und halt nicht diesen Flanger-Effekt drauf habe. Die Leute feiern das Lied wahrscheinlich trotzdem, weil es einfach ein geiler Song ist. Das hat nichts mit dem Effekt unbedingt zu tun. Aber ja, ich bin da ja ein bisschen nerdy unterwegs, deswegen will ich so ungefähr wenigstens haben. Und ich hatte halt noch einfach ein paar Scenes offen, die noch nicht belegt waren. Und deswegen habe ich das halt so gemacht. Jetzt gibt es ja noch die Songs, die dann irgendwie einen Halbton tiefer sind oder so, beziehungsweise ich will dann auch, zum Beispiel bei Black Velvet ist ein Ganzton tiefer oder Boys of Summer ist ein Halbton tiefer. Da will ich jetzt nicht jedes Mal meine Gitarre umstimmen. Und das finde ich bei Modeland unheimlich praktisch. Ich glaube, da gibt es auch irgendwie ein Pedal, Pitchfork oder so heißt das. Oder The Drop. Da kann man dann irgendwie den Pitch ändern, aber ist auch wieder ein zusätzliches Pedal für einen ganz kleinen Effekt. Und zwar im Prinzip ein virtuelles Capo. Also ich kann das Signal einen Halbton oder einen Ganzton oder 12 Ganztöne nach unten machen. Und das ist vor allem dann praktisch, wenn man eben tiefer sein muss als das Original. Weil klar, Capo kennen wir irgendwie alle. Wir machen es mal
einen Halbton höher und dann tun wir halt hier ein Capo hin, was weiß ich. Ich mag ehrlich gesagt Capo nicht so. Ich versuche das dann irgendwie mir einen anderen Part zu überlegen oder es halt irgendwie mit Barré-Chord zu spielen. Aber was machst du, wenn wirklich jemand sagt, okay, du bist in E und jetzt gehen wir mal einen Halbton tiefer? Musst du umstimmen. Oder du hast halt sowas hier. Und dann kannst du zum Beispiel sagen, Moment, das war der andere noch, genau. Hier habe ich einen Abrocken Low Gain -1. -1 heißt bei mir, da ist hier ein Pitch drin und der ist dann einen Halbton tiefer. Es gibt genau einen Song, der diesen Pitch braucht. Und ich habe das Original-Preset kopiert und dann einfach nur das Wah, das brauche ich halt bei dem Song nicht, durch einen Pitch ersetzt und alle anderen Settings sind aber gleich. Und ich versuche das möglichst, ich habe das halt dann gemacht, als das Grundsetting feststand. Dann habe ich das kopiert und ja, dann muss ich ja eben nichts mehr dran machen. Und die 421 ist Low Gain -2. Ihr könnt es ahnen, da ist Shift -2 Halbtöne. Das ist sehr komfortabel, aber man muss sich unbedingt auf die Setlist draufschreiben, weil ich hatte es nämlich auch schon, dass ich dann in dem anderen Preset war und dann kam der nächste Song und ich habe mich irgendwie gewundert, also so schlecht hast du den jetzt auch nicht vorbereitet. Und dann war es halt einfach noch Pitch minus ein Halbton. Und dann klingt es natürlich plötzlich ganz anders als alle anderen. Da muss man vorsichtig sein. Allgemein schreibe ich mir es auch gerne auf Setlist drauf, welche Gitarre, also wenn es einen Gitarrenswitch gibt. Ich habe jetzt eigentlich den Gig so geplant, dass war natürlich nicht so viel Umbaupausen und so weiter entstehen sollen, dass ich eigentlich das meiste mit der Strat mache. Und ja, so eine Strat-Form ist einfach ganz gut für ein Cover-Gig, wo man so alles abdecken muss. Und für so Sachen wie Hotel California, wo tatsächlich bei dem einen Lick die Strat zu wenig Bünde hat und das auch allgemein ein bisschen wärmer klingen soll, da gehe ich halt dann auf die Ibanez AR. Die ist ja so ein bisschen Paula-Style. Aber wie gesagt, ich freue mich immer, wenn ich möglichst wenig ändern muss und einfach da stehen kann und mich aufs Spielen konzentrieren kann. Alles, was dabei hilft, ist cool. Und auf der Setlist vermerke ich dann eben, okay, hier Pfeil zur AR, Pfeil wieder zurück, Pfeil zu dem Preset mit -1 und so weiter. Also alles, was ich vergessen könnte, weil ein Gig ist natürlich auch immer irgendwie eine Stresssituation. Ne? Du musst dann da anfangen und Leute stehen vor dir und wollen irgendwas hören und du bist konzentriert auf das, was du spielen willst und dann einfach sich so einfach machen wie möglich. Das hilft erfahrungsgemäß mega. Und man denkt nicht, was man alles vergisst. Ja, da habe ich euch eigentlich jetzt schon alles gezeigt, was es so zu wissen gibt, glaube ich, zu diesem Setup oder wie ich da rangehe. Was hätte man anders machen können? Wie gesagt, es hätte diese Option gegeben mit dem Low Gain und High Gain, mit den 2 Presets. Aber ein Preset mehr ist auch wieder nervig. Da musst du neben jeden Song schreiben immer High Gain Preset, Low Gain Preset. Das ist mir einfach zu nervig. Was ich noch hätte machen können, wenn ich einen coolen Preset-Sound finde. Also zum Beispiel, es gibt so ein Whole Lotta Preset irgendwie. Das ist ein Led Zeppelin Preset. Und da fand ich jetzt den Supro-Sound von dem Amp fand ich echt cool. Und habe mir überlegt, okay, also gerade für die 70s-Sachen hätten wir das schon auch machen können. Dann gibt es eben die Möglichkeit, kann man hier hingehen und sagen, hier Library, Save und dann kann man es ich mache es jetzt hier mal nicht, na doch, ich mache es mal. Und dann kann man sagen, okay, ich möchte mir also diese Einstellung als, keine Ahnung, Whole Lotta Gain oder so oder Whole Lotta oder Led Zeppelin Amp einstellen. Demonstriere ich immer gerade, das habe ich auch schon gemacht. Hier zum Beispiel, hier, wenn ich mal irgendwo einen Aeroplexi mit meinen 4 eingestellten Channels haben will, den ich irgendwann mal cool programmiert habe, wie der mir gefallen hat, gehe ich einfach hier drauf. Das hier ist mein Amp, den ich halt für mein Live-Programm eingestellt habe. Und ja, das ist schön komfortabel. Hätte ich auch sagen können, okay, ich finde den Amp- und Cap-Sound, das gleiche geht mit dem Cap natürlich auch, so cool,
dass ich eben den auch in dem Preset hier gerne hätte. Aber da war dann ein bisschen mir wieder zu wenig Dampf für modernen Kram. Was waren jetzt so die wichtigen Punkte? Also erstmal, keep it simple. Wir wollen es möglichst so machen, dass der FOH nicht ganz so den Schock kriegt und 1000 Presets und irgendwie 1000 Lautstärken. Es soll immer einen Grundsound geben, der nicht zwingend der Sound ist, den man auf dem Album gehört hat. Weil Studioarbeit ist was ganz anderes. Das, was sie im Studio da gemacht haben, wird wahrscheinlich niemand irgendwie wiederholen können. Deswegen einfach einen eigenen Sound suchen. Man will ja als Band auch einen eigenen Sound haben. Ja, dabei eben darauf achten, wie viel Bock hat man drauf rumzuschalten oder irgendwas am Setup nochmal zu verändern. Ich hätte es zum Beispiel auch noch so machen können, dass ich irgendwie meinen Tube Screamer oder so reinschalte als Boost. Das wäre dann ein extra Pedal gewesen. Das hätte ich dann flexibel ein- und ausschalten können. Aber ist jetzt nicht nötig und ist auch wieder ein Pedal mehr. Deswegen habe ich es gelassen. Die Möglichkeit gibt es aber, wie gesagt. Wenn man dann sich mal überlegt hat zum Schluss, ob man das wirklich auch so mit einem analogen Setup machen könnte und würde, dann muss man sich noch überlegen, okay, es ist jetzt alles eingestellt, ich muss meine Levels checken. Dass nicht irgendwie der Rhythm-Sound ist ultra leise, dann kommt der mega laute Lead-Sound, der soll ja ein bisschen lauter sein, aber trotzdem. Dann Clean-Sounds aus irgendeinem Grund sind immer also bei mir zumindest ein bisschen lauter, weil ich die tendenziell erstmal ein bisschen lauter einstelle, weil ich ja denke, okay, es ist weniger Gain und deswegen schiebt der ein bisschen weniger, deswegen muss ich da ein bisschen mehr drauf geben. Führt dann immer dazu, dass der Clean Sound am Anfang zu laut ist. Und genau, das mache ich so, dass ich dann hier schaue. Im Out sollte möglichst irgendwie, jetzt ist es wahrscheinlich nicht so, ja, es ist ein bisschen laut schon, aber es sollte ungefähr alles so bei minus 10 dB sein. Dann habe ich nämlich noch ein bisschen Spielraum. Nicht auf 0 gehen, weil sonst zerrt es irgendwann und klippt. Das will ich nicht. Dann sollte man noch checken, ob es zu allen Gitarren passt. Also ich habe jetzt nur 2 Gitarren, nur 2 Gitarren dabei. Das kann, was bei der Strat cool klingt, kann bei der Paula ja schon wieder ganz anders klingen. Und das ist nicht nur bei den Gitarren so, sondern es ist auch in dem Raum so. Also ich sollte auf jeden Fall mal damit in einem Proberaum gestanden haben und das über eine PA, ich spiele ja später auch über eine PA gespielt haben. Wie es dann am Ende wirklich klingen wird, kann man nicht sagen. Dafür das weiß man erst beim Soundcheck. Beziehungsweise eigentlich wissen es auch erst die Leute draußen beim Soundcheck. Wenn ich zum Beispiel In-Ears habe, dann höre ich mich sicherlich cool. Was dann die Leute hören, mal gucken. Ist ja auch irgendwie Sache des FOHs. Aber ich muss es erstmal so machen, dass ich schon mal gemerkt habe, okay, ich habe mit einer Band gespielt. Es hat sich alles irgendwie einigermaßen durchgesetzt. Man hat mich gehört. Und ja, das ideale Setup auch in einem Proberaum, ihr kennt das wahrscheinlich, gibt's nicht. Man hört sich dann irgendwie nicht. Und deswegen sind eigentlich In-Ears so das, was man machen kann, damit es für einen selbst wenigstens immer gut klingt. Dann steht man nicht irgendwie im Raum und dann steht oben die Box über einem und alle anderen hören einen, aber man selbst hört sich nicht. Ist irgendwie doof. Und deswegen, ja, mag ich es natürlich, wenn es schön von hinten schiebt, aber In-Ears haben einfach auch riesen Vorteile. Ja, das war mein kleiner Einblick in nicht das Live-Setup, das ich habe, aber mein Preset hier eben für so einen Cover-Gig, der alles abdecken soll. Wie man das mit möglichst wenig Umsteckerei und Umtreterei macht. Ich hoffe, es konnte euch ein bisschen inspirieren für euch, wenn ihr das macht, wenn ihr sowas plant. Sicherlich vielleicht habt ihr auch Bands, die ein ganz ähnliches Programm haben. Wie gesagt, wenn man eine Soul-Band hat, dann sieht es wieder ein bisschen anders aus, aber auch dann ist das Grundprinzip, was ich gerade erklärt habe, so gerade mit dem links ist Rhythm Sound, Mitte ist eher Lead und rechts ist dann der Clean Sound und einfach halten und möglichst realistisch halten ist, denke ich, auf sehr viele Setups anwendbar. Übrigens auch, wenn ihr halt ein Pedalboard spielt, auch da immer überlegen, okay, braucht die Welt wirklich
dass ich irgendwie von dem einen Song auf den anderen Song 5% mehr Gain habe? Oder sieht es nur blöd aus, wenn ich dann auf der Bühne, oder nervt mich das nur, wenn ich auf der Bühne dann immer von Song zu Song da rumdrehe? Das habe ich ganz früher mal gemacht, als ich gerade so die ganzen Pedals neu hatte oder so. Da habe ich dann irgendwie gedacht, okay, ich habe die ganzen Möglichkeiten, ich kann das jetzt hier einstellen und ich drehe jetzt bei jedem Song irgendwie ein bisschen an meinen Pedals rum. Und es ist natürlich komplett die Katastrophe, weil man muss ja auch wieder zurückkommen. Also deswegen nicht machen. Sucht euch einen coolen, einfachen Weg, der nicht stressig ist, und viel Spaß beim Gig spielen, Sound programmieren, proben, üben, allgemein Gitarre spielen, was auch immer ihr macht. Und ja, ciao.